Kuba, das Land der Revolution. Seit unserer Jugend ist Kuba für uns ein Begriff. Ob es der Che Guevara-Aufnäher am Schuhranzen war, das erste Mal betrunken vom Havanna Club Rum oder durch die eigene Familiengeschichte mit polnischen Wurzeln und das Aufwachsen der Eltern in der DDR. Kuba und seine Revolution sind eine Legende, ein Mythos, und mit genau diesen Vorstellungen haben wir unser Flugticket von Kolumbien nach Kuba gebucht. Wie ist das Leben auf dem weltberühmten Inselstaat? Wir wollten mehr über dieses Land erfahren, worüber wir in sozialen Medien kaum Berichte hören und uns selbst auf die Spur der kubanischen Revolution begeben. Viva la Revolución! Dieses Ende der 50er Jahre. Weltbekannt für die besten Zigarren, guten Rum und amerikanische Oldtimer, kann man Kuba nicht losgelöst von seiner Geschichte betrachten. Vieles, was wir in Kuba wahrgenommen haben, können wir mit keinem lateinamerikanischen Land unserer bisherigen Reise vergleichen. Wie viele andere Länder in Lateinamerika war auch Kuba eine spanische Kolonie, die sich ihre Unabhängigkeit nach 30 Jahren Krieg 1898 erkämpfte. Kuba erlangte seine Unabhängigkeit nur durch die Unterstützung der USA, aber das hatte seinen Preis. Kuba konnte kein eigenständiger Staat werden, weil die USA ihre wirtschaftlichen Interessen in der kubanischen Verfassung verankerten. Das alles änderte sich radikal mit der Revolution von 1959, angeführt von Fidel Castro. Seitdem ist Kuba ein sozialistisches Land, das dem Wirtschaftsembargo der USA trotzt und den Zerfall der gesamten Sowjetunion überlebt. Havanna, die strahlende Hauptstadt Kubas. Diese Stadt erzählt eine reiche Geschichte, in jeder Hinsicht. Kurz nach der Entdeckung Amerikas von den Spaniern gegründet, konnten wir an den ganzen Kolonialbauten in der Innenstadt den ehemaligen Reichtum und die Wichtigkeit dieser Stadt erkennen. Kuba war einst der größte Zuckerproduzent der Welt. Diesen Reichtum sieht man in Havanna. Das Stadtzentrum zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, wohingegen der Rest der Stadt mit seinen verbröckelten und zerfallenen Kolonialbauten nur ein Schatten dieser prunkvollen Geschichte ist. Die ersten Tage in Havanna waren tatsächlich für uns anstrengend. Wir wollten das erste Mal Zigarren probieren und uns die verschiedenen Sorten des Havanna Clubs auf der Zunge zergehen lassen. Doch die Hauptstadt stellte uns vor unerwartete Probleme. Womit wir nicht gerechnet hätten, dass uns die Versorgung von Lebensmitteln und vor allem Trinkwasser solche Schwierigkeiten bereiten würde. Abgefülltes Trinkwasser zu finden, wurde tatsächlich manchmal zur Tagesaufgabe. Immer wieder sahen wir lange Schlangen vor Geschäften, wo die Einheimischen mit Lebensmittelheften vorgeschriebene Rationen einkaufen konnten. In diesen staatlichen Geschäften durften wir nicht einkaufen und so mussten wir nach anderen Möglichkeiten schauen, um uns selbst zu versorgen. Zentrale Supermärkte, wie wir sie aus Deutschland oder anderen Ländern kennen, gab es nicht. Vereinzelt fanden wir kleine staatliche Supermärkte mit wenig Produkten zu hohen Preisen. Eine Packung Milch kostete beispielsweise $3. Kleine Lädchen hingegen fanden wir jedoch öfter oder auch Menschen, die aus ihrem Hauseingang Alkohol, Nudeln oder abgepackte Brötchen verkauften. Obst- und Gemüsemärkte fanden wir oft nur zufällig und wenn, dann waren sie meistens leer gekauft. Wir begannen zu verstehen, dass man in Kuba vieles bekommen konnte, man musste nur wissen, wo und wann. Nachdem wir das ansatzweise verstanden hatten, kamen wir langsam in den Genuss dieses wunderschönen Landes. Unser Highlight in Havanna war der Besuch des Rum-Museums. Wir durften erfahren, wie Havanna Club Rum hergestellt wird und am Ende sogar 3 verschiedene Sorten probieren. Und nun, seht selbst. Also ganz ehrlich, es ist nicht lecker. Aber ne, was soll man tun? Was sollen wir machen? Also ich meine, wir haben auch zur Silvesternacht Rum und Zigarren konsumiert. Zigarren... Nee, hatten wir auch mehr im Magen. Aber so Zigarren, also dieser Mythos von Rum und Zigarren in Kuba,
Keine Ahnung. Doch, kann man sagen. Also der Rum ist günstig und Zigarren sind mega. Also wenn man nicht im Laden kauft. So. Ja. Also Freunde, das könnte sein. Also wenn dann auf jeden Fall die günstigen für 20 Pesos, die gibt es an jedem Hauseingang, wo Zigarren verkauft werden. Ja, Für 20 ist das niedrigste und dann geht es Genau. natürlich 25, 30. Aber ja. voll, aber für 20, also man kriegt so für 1 Euro, also so 12, 13, 14 Zigarren, ist schon geil. Aber es ist so das ist so, wird auf der Straße verkauft, aber so diese weltberühmten, wie auch immer die heißen, die wirklich niemand raucht, also die raucht niemand hier, aber die dieser Mythos sind. Ja, weil ist genauso wie dein Gesicht gerade so gut aus. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, ich sage es mir ist immer in der Kamera nicht irgendwas mit deinem Gesicht. Kannst du dich drauf freuen, mal gucken, was es ist. Ja? So, vorhin haben wir eine tote Ratte gesehen, aber ich werde nichts sagen. Keine Termine und leicht ein Sitzen. Und durch Kuba. Und durch Kuba, durch Havanna. Oh, geht schon klar. Ach, ist schon schön, so durch das ganze Gestrummel zu laufen, sich keine Gedanken zu machen. Kuba ist super sicher, super krass. Kein Gefühl von, oh, was könnte passieren, sondern von, oh, spannend, was könnte passieren. Oder wie würdest du es beschreiben? Jo. Natürlich fielen uns die amerikanischen und russischen Oldtimer direkt ins Auge. Man muss wirklich kein Autoliebhaber sein, um den Charme dieser Oldtimer verstehen und fühlen zu können. Wegen Fahrzeug- und Ersatzteilmangel auf der Insel wird alles versucht, um die Autos fahrfähig zu halten. Wegen zu wenig Fahrzeugen und sehr großer Nachfrage sind die Preise für Autos selbst für deutsche Verhältnisse astronomisch. Und das muss man sich mal vorstellen, obwohl der offizielle Gehaltsdurchschnitt in Kuba bei weniger als 60 Euro pro Monat liegt. Raus aus Havanna ging es für uns weiter an das Karibische Meer, nach Playa Girón. Abseits vom Großstadttrubel ließen wir hier die Karibik auf uns wirken. Palmen am Strand, warmer Wind und eine faszinierende Unterwasserwelt. Es war traumhaft. Über unsere Unterkunft bekamen wir Lebensmittel, genossen jeden Tag den Sonnenuntergang und nutzten die Ruhe, um zu entspannen. Wir blieben in der Karibik und fuhren weiter Richtung Osten in die farbenfrohe Kolonialstadt Trinidad. Dieses kleine Städtchen mit Straßen aus Kopfsteinpflaster, bunten Häuserfassaden und seiner ganz eigenen Ruhe verzauberte uns mit seinem Charme. Fahrräder ausgeliehen in Kuba. Fahrräder sind stabil, aber wir fahren direkt am Strand lang. Das ist schön. Also allem in allem, so mobiler Untersatz bei Preisen, oh scheiße, immer wieder geil. Immer wieder ein kleines Stück mehr Freiheit. Endlich angekommen.
Nach unserem Fahrradausflug genossen wir am Abend die Feierlichkeiten zum 510-jährigen Bestehen der Stadt Trinidad. Nach Trinidad fuhren wir weiter zurück nach Havanna, um von dort aus mit dem Bus in das Bergtal Vinales zu fahren. Es war unser absolutes Highlight. Ein idyllischer Ort, wo Tabakpflanzen der besten Zigarren der Welt angebaut werden und das mit seinen umliegenden Bergen im Nationalpark von der UNESCO mit dem Titel Kulturlandschaft der Menschheit ausgezeichnet wurde. Wir wanderten zu den Monolithen, erkundeten Höhlen und genossen die Entspanntheit in der Natur. Krass, wir gehen durch eine Höhle. Kuba erzeugte bei uns ein ganz besonderes Gefühl. Es fühlte sich teilweise so an wie eine kurze Zeitreise. Durch die Mischung aus Kolonialbauten mit bröckelnden Häuserfassaden, fehlender Digitalisierung im öffentlichen Raum sowie Oldtimern und Pferdekutschen auf den Straßen fühlten wir uns manchmal so wie ein paar Jahrzehnte in der Zeit zurückversetzt. Ja, wir haben uns mittlerweile eingegroovt mit Kuba. Am Anfang war es echt anstrengend, sehr schwierig, weil wir das erste Mal so einen krassen Kulturschock sozusagen erlebt haben. Obwohl wir schon seit 10 Monaten unterwegs waren in Lateinamerika, war Kuba nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ist immer noch eine ganz andere Nummer. Ja, also Kuba ist nicht damit zu vergleichen, wie wir sonst Lateinamerika kennengelernt haben. Es ist anders und wir haben uns aber jetzt schnell dran gewöhnt und dafür ist es jetzt ganz okay, aber es ist auch schön wieder zu fahren. Ja, es ist ich würde wirklich sagen, eine einmalige Erfahrung. Ja. Also auch eine unvergleichbare Erfahrung. Ich vermute, sowas werden wir in diesem Stil nie wieder erfahren. Nee, glaube ich auch nicht. Ne? Und dementsprechend sind wir da für die Erfahrung sehr, sehr dankbar, auch wenn sie sehr, sehr viel von uns fordert. Für uns ist Kuba absolut kein Backpacking-Land. Die Selbstversorgung hat uns täglich Probleme bereitet und teilweise ganze Tage bestimmt. Die staatlichen Fernverkehrsbusse, die ausschließlich für Touristen sind, fahren viele Strecken nur einmal täglich und sind voll, wenn man nicht rechtzeitig bucht, weshalb man super viel planen muss. Der absolute Großteil von Unterkünften ist über das Internet nicht zu finden. Generell ist das Internet schlecht in Kuba und WLAN eine wirklich absolute Seltenheit. Ganz klar, auch wenn wir einiges vom Land kennenlernen durften, sind wir dort das erste Mal auf unserer Weltreise rein touristisch unterwegs gewesen. Normalerweise reisen wir mit Workaway, suchen Freiwilligenprojekte über Facebook und bei NGOs oder bleiben länger an einem Ort mit House-Sitting. In Kuba war das schlichtweg nicht möglich, da diese Möglichkeiten nicht erlaubt sind. Und dennoch, Kuba bleibt für uns eine unvergleichbare Erfahrung, für die wir sehr dankbar sind.